Hallo, mein Name ist Robert Tomizek und ich möchte in der ersten Folge auf meinem Kanal anfangen mit einem Umbauprojekt. Ich besitze zurzeit zwei, sowohl SV01, der eine ist aber in erster Linie jetzt noch wenig in Gebrauch. Da hatte ich eine Zeit lang gut in Gebrauch, aber jetzt wird da halt nicht mehr so viel gebraucht. Ich hatte eigentlich erst vor, irgendein Selbstbauprojekt aus dem Internet anzufangen und einen ganz neuen Drucker zu bauen, aber dann dachte ich, bevor der Drucker hier versauert und in der Ecke steht, kann ich den natürlich auch nehmen und umbauen. Also ich werde einiges an dem Drucker umbauen. Also er bekommt ein neues Druckbett. Der Extruder wird erneuert. Die Elektronik, das Board werde ich tauschen, weil allerdings auch dann das Gehäuse ein Problem darstellt und dass die Elektronik schlecht hineinpasst. Deswegen wird auch das Gehäuse darunter ersetzt. Das habe ich gedruckt schon, das wird anders. Der bekommt Linearführung für X und Y. Das ist, glaube ich, schon fast alles. Also man sieht aber eigentlich, es bleibt gar nicht so viel über vom Originaldrucker. Aber schauen wir mal. Also ich bin da auch noch nicht sicher, dass alles letztendlich so umgesetzt wird, wie jetzt noch geplant. Aber es wird sich halt zeigen. Ich denke, ich werde in der Videobeschreibung unten verlinken, was für Teile ich gekauft habe. Spannend wird sicherlich, ich habe zwar ein SKR-Board 1.4 Turbo angeschafft, aber ich werde versuchen, es mit RepRap Firmware zu betreiben, nicht Marlin. Mal gucken, ob das klappt, ob mir das wirklich gefällt. Ich habe das SKR-Board deswegen gewählt, um eben dann alternativ eben doch noch Marlin nutzen zu können. Das wäre beim Duettboard möglicherweise etwas schwieriger geworden. Zumindest habe ich mit dem SKR-Board schon Erfahrung und deswegen fällt mir das einfacher. Aber solche Punkte sind halt dann einfach das, was es noch spannend macht. Anfangen werden wir natürlich erst einmal mit dem Zerlegen sozusagen. Also es kann einiges davon abgeschraubt werden von dem Drucker, weil es jetzt erstmal zumindest dann keine Verwendung mehr hat. Und dann im ersten Schritt werde ich das Elektronik-Case versuchen anzubringen. Ich hoffe, es passt alles. Das zeigt sich ja dann doch erst immer, wenn man anfängt zu schrauben, ob der Druck wirklich so ausgedacht war, wie das nachher passt. Ja, also lass es beginnen, wie man so im Römischen gesagt hat, lass die Spiele beginnen. In diesem Fall das Schrauben. Alles klar. Gut, fangen wir an. Ich denke, als einer der ersten Dinge, die weg können, ist das hier oben, also ein bisschen Obenbau. Wir werden also von oben, eigentlich werde ich abbauen von oben nach unten und nachher anbauen, auch wieder von unten nach oben, wenn man so will. Deswegen gucken wir mal, dass wir hier oben ein bisschen Platz machen. Dadurch lässt sich das hoffentlich leichter hinlegen, zerlegen. Gucken, was da geht. Der Extruder wird auch komplett zerlegt. Hier sind noch Teile dran, die ich schon mal gedruckt habe. Hier gibt es sogar einen Pancake Stepper Motor, den ich vor kurzem dran gebaut habe mal. Letztendlich hat er sowohl ein bisschen Schwäche als für die Teilekühler, weshalb ich damals schon
hier ein andere Teilekühler, einen Teil für gedruckt habe, damit es einen anderen Teilekühler aufnehmen kann. Letztendlich muss ich diese Kiste da raushaben, weil da kommt für die neue Elektronik die Kiste. Der Deckel ist hier schon runter, weil ich da Sachen zum Messen mal schon geöffnet hatte, um zu erfahren für mich, was geht nicht. So, heute Nachmittag war ich ein bisschen abgelenkt leider und kann jetzt erst weitermachen. Aber was ich sehe, ich habe möglicherweise nochmal eine Unterbrechung, weil ich die Halterungen für das Elektronikgehäuse falsch eingeschätzt habe. Das läuft anders, als ich das anfangs gedacht habe. Ich habe solche Halbgehäuse gemacht, die dann nachher so eingesetzt werden. Aber die Schrauben hatte ich so nicht eingeplant, sondern ich hatte gedacht, ich nehme andere Gehäuseschrauben und muss mir jetzt wahrscheinlich noch mal was überlegen, weil ich bin nicht sicher, dass das so vernünftig dann geht. Und es könnte sein, dass das Gehäuse auch ein wenig zur Stabilität des Druckers beiträgt, also hier sozusagen tragend ist. Dann muss ich die Befestigungslöcher so nehmen, wie sie hier auch sind. Und das ist natürlich dann anders. Na? Ein Problemchen, eine Änderung, die ich machen muss, einfach wegen des SKR-Boards, weil hier ist die Elektronik, ist das Netzteil quer hinten drin. Ich kann aber eben so quer kein Gehäuse drucken, sondern nur so längs. Weshalb ich das Gehäuse halt in eine Seite verbannen, das Netzteil in eine Seite verbannen muss. Ich habe der Einfachheit halber ein zweites Netzteil gekauft und wegen der Kabelführung auf dem SKR-Board und da, weil ich die
die SD-Karte nach außen führen will. Man sieht hier schon, die Schrauben für die Kabel sind hier eigentlich Richtung Gehäusewand, das natürlich schlecht ist. Das heißt, ich muss das Board letztendlich auf diese Seite bringen, damit das alles passt. Wie gesagt, ich habe mich für das SKR 1.4 Board entschieden mit diesem RF Wi-Fi Extension Board. Das ermöglicht mir, RepRap Firmware zu installieren. Aber da ich einfach gar nicht sicher bin, ob ich mit RepRap Firmware zurechtkomme, deswegen habe ich kein Duetboard genommen, was sicherlich wenn man die Firmware benutzen will, sicherlich nicht verkehrt ist. Zwar sind die Boards in der Regel etwas teurer, aber dafür natürlich auch passend dafür gemacht, aber die sind halt eben für RepRap Firmware gemacht. Und wenn ich mich dann doch noch umentscheiden sollte, dann wird das schwieriger. Und so ist eigentlich kein Problem. Kommt das Board da wieder raus und Marlin installiert. Erstmal provisorisch eine Lösung schaffen. Aber ich muss den Entwurf halt dann nochmal überarbeiten, um denn so will ich es natürlich nicht lassen. Ich habe das SKR-Board zusammen mit TMC 2209 Treibern bestellt. Da gibt es eine wunderbare Anleitung für, wie die Jumper zu stehen haben, und das habe ich jetzt auch schon mal gemacht.
Ich werde jetzt die Treiber selber noch präparieren, da ich kein Sensorless Homing machen möchte, also ich möchte meine Endschalter behalten, muss ich nicht nur den Kühlkörper da oben drauf packen, sondern ich muss leider auch noch einen Steuerpin hier vorne abschneiden. Das ist in der Anleitung beschrieben. Fällt einem immer schwer, da irgendwelche Pins abzukneifen, aber es gibt sonst wohl Interferenzen zwischen den Endschaltern und dem Sensorless Homing. Dann muss es leider sein. Ne? Ja, hier sieht man auf dem Bildschirm mal kurz abfotografiert, wie die Treiber anzupassen sind. Man sieht Before Cutting, After Cutting. Also der eine Pin muss wohl weg. Ja, wie gesagt, das fällt einem immer schwer, wenn man irgendwo dann da an so einer Elektronik einfach einen Stift abkneift. Aber es bleibt mir in dem Fall nichts übrig. Ich will meine Endstops behalten. Ich denke eigentlich, warum nicht? Die Endstops sind fest und schaden dann nicht. Und ich kann dem Sensorless Homing noch nicht so ganz so viel abgewinnen. Ich muss das halt bei allen machen und dann kommen sie halt hier hinein ins Board. Ja, wie gesagt, jetzt verpasse ich den Treibern hier noch auf dem Board noch die Kühlkörper. Das ist eigentlich nicht so wild. Die haben schon, ich muss eigentlich nur die Schutzfolie, die eine abschrauben und dann hier auf diese Kupferfläche aufsetzen. Man sieht vom Gehäusedesign, eigentlich hätte ich lieber an der Seite einen Lüfter gehabt, der über die Treiber drüber her bläst. Da ist leider kein Platz für da in dieser Form des Gehäuses. Also blieb mir dann nichts anderes übrig, halt in den Gehäusedeckel einen Lüfter einzubauen. Ein kleines Problem stellt sich hier um die eine Gehäuseschraube. Die lässt sich nicht so ohne weiteres festschrauben, weil das WLAN-Board hier im Weg ist. Das ist doch recht groß. Fand ich von Anfang an. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich damit umgehe. Na, auf jeden Fall steckt das Board ansonsten da drin. Ansonsten, wie gesagt, steckt das Board jetzt da drin. Das Strom ist da. Ich habe eben schon mal eingeschaltet. Es scheint zu gehen. Zumindest geht der Lüfter dann an und so. Jetzt wird halt weiter verkabelt. Wie man sieht, das Anschließen der jeweiligen Endstops ist ein bisschen tricky. Der sowohl hat zweipolige Stecker für die Endschalter, das SKR-Board dreipolige. Das passt an einigen Stellen nicht so ohne weiteres hinein. Hier oben beim Z-Stop ging das noch hinein, während beim X nicht. Da
bleibt einem dann nichts anderes übrig, als diese Nase hier ein wenig wegzuschneiden. Ne? Denn dann kommt man damit rein. Ein wenig weggeschnitten und schon passt das hinein. Also wie gesagt, die müssen so reingesteckt werden, dass sie von den Schrittermotortreibern weg sozusagen in die jeweiligen Endstop-Stecker eingestöpselt werden. So, die Verdrahtung muss ich jetzt erst einmal pausieren, weil ich sozusagen alles, was noch dran blieb, also die Steppermotor, die Endschalter und das, was halt nicht neu kommt, ist jetzt verdrahtet. Da ich den Extruder mit Hotend neu machen will und auch das Bett eine neue Heizung bekommt, kann ich die halt jetzt erstmal noch nicht verdrahten, weil für das Bett wollte ich jetzt erst einmal die Linearführung einbauen und danach kann ich dann wieder weiter verkabeln. Wie gesagt, es gibt für das SKB Airboard einen sehr guten Plan, wo man sehr gut ablesen kann. Die Anschlüsse sind, der sowohl hat überall Markierungen, so dass das eigentlich auch recht gut geht. Höchstens eben Lüfter und solche Dinge, die vielleicht nicht verkabelt sind. Aber das kriegt man eigentlich recht gut hin. Das ist ganz brauchbar. Ist also bisher zumindest keine wirkliche Herausforderung. Wie ich mir das gedacht habe, kommt beim Bauen dann immer noch Erkenntnisse. Ich habe schon in das Gehäuse hier hinten jetzt ein weiteres Loch eingeplant. Das macht Sinn, weil da auch für die Bettheizung die Kabelführung besser ist. Und hier quer durch über das Netzteil ist dann doch nicht so ideal. Also gesagt, andere Verschraubungen, also das direkt hier durchverschraubt werden kann, das Gehäuse, das habe ich auch schon eingeplant in das Ding. Mal schauen, was da noch weiter passiert. Ich werde diesen Plan, so wie er jetzt ist, denke ich mal, veröffentlichen, also einen Link verknüpfen, damit ihr den downloaden könnt. Kann allerdings auch sein, dass es noch neuere Versionen gibt, weil sich das ergibt, dass man doch noch das eine oder andere anpassen muss.